Hallo, hallo, hallo. Ich bin Vanessa und heute wir warnen dich. Warnen? Das klingt dramatisch. Ja, es ist dramatisch. Heute sprechen wir über Dinge, die du niemals in Deutschland machen solltest. Niemals? So schlecht? Schlimmer, diese Dinge, wenn du das machst, Deutsche werden, wie soll ich sagen, sehr unglücklich. Unglücklich oder wütend? Beides und peinlich, sehr peinlich. Das wird lustig sein. Ja, aber auch sehr wichtig. Du musst das wissen, du musst das lernen. Warum? Weil ich will nicht peinlich sein. Genau. Also, bevor wir anfangen, bitte drückt auf den Daumen hoch. Daumen hoch, das ist sehr wichtig, besonders bei diesem Episode. Warum? Weil, wenn du machst diese Fehler, du brauchst ein Daumen hoch als Glück. Das ist lustig. Und abonniert. Werdet Teil unserer Nicht-Peinlich-Sein-Familie. Ja, wenn ihr abonniert, bekommt ihr eine Benachrichtigung für nächste Episode. Und nächste Episode ist noch mehr Warnungen. Das solltest du auch nicht machen. Deutsche haben viele Regeln. So viele. Also, komm mit. Lass uns anfangen mit der ersten Warnung. Und das PDF in der Beschreibung. Download das PDF. Es hat alle wichtigen Sätze, alle Niemals-Wörter, alles, was du brauchst. Hallo Sebastian, du arbeitest mit Deutsche Bahn, du siehst viele Touristen. Ja, viele. Zu viele. Und weißt du, was das größte Problem ist? Was? Sie sprechen laut, im Zug, sehr laut. Laut, aber es ist öffentlicher Platz. Genau, das ist das Problem. In Deutschland, der Zug ist nicht wie ein Disco. Das ist lustig Vergleich. Nein, das ist die Wahrheit. Deutsche sitzen im Zug ganz leise. Sie lesen, sie arbeiten, sie machen nichts laut. Und wenn eine Tourist, sie kommt und sie ist laut? Oh, das ist Katastrophe. Die Deutsche, sie schauen und schauen und schauen. Sie schauen nur? Ja, die Schau ist wie Gift. Die Schau sagt, was machst du? Warum bist du so laut? Du bist nicht allein. Die deutsche Schau. Genau. Und manchmal, wenn Tourist still nicht leise, jemand sagt, können Sie bitte leiser sein? Und was passiert dann? Tourist wird sehr rot, schämend, alle schauen. Der Tourist wünscht, er war nie geboren. Das ist sehr dramatisch. Ja, also Regel Nummer 1, im deutschen Zug sprich leise oder nicht sprechen. Und Handy? Was mit Handy? Oh, der Handy, das ist noch schlimmer. Wenn du sprechen am Handy im Zug, du wirst gelyncht. Gelyncht, das ist starkes Wort. Nicht physisch, aber psychisch. Alle hassen dich. Deutsche Hass, das ist kalt, wie Eis. Und wenn ich ein wichtiger Anruf habe? Du steigst aus dem Zug, du wartest, du machst den Anruf und dann du steigst wieder ein. Also, deutsche Zugetikette ist keine Stimme. Genau, der Zug ist wie eine Kirche, aber ohne Religion. Hallo Michael, du bist Polizist in Berlin und ich muss dich fragen, was ist das größte Problem mit Touristen? Das größte Problem, sie überqueren die Straße bei Rot. Bei Rot? Aber warum das Problem? Warum? Warum? Weil in Deutschland die Ampel ist heilig. Heilig, das ist starkes Wort. Ja, die Ampel, sie ist wie Gott. Du gehorchst, du fragst nicht, du gehorchst. Das ist lustig. Nein, das ist die Realität. Und wenn du überquerst bei Rot, die Deutsche, sie sind sehr wütend. Wütend? Nur wütend? Nein, wütend und, wie soll ich sagen, entrüstet. Entrüstet. Ja, das bedeutet, sie sind schockiert. Sie können nicht glauben, dass du so disrespektvoll bist gegen die Ampel. Gegen die Ampel? Genau, ich bin Polizist und ich sah deutsche Omi, nicht Tourist, deutsche Oma. Sie schreien, warte, die Ampel ist rot. Sie schreute eine Touristen? Ja, sehr laut, mit anderen Deutsche um sie.
Und die Tourist, er war schämend, sehr schämend. Und dich? Du bist Polizist, du machtest etwas? Ich konnte nicht, ich musste lachen, weil die Deutsche, sie machen meinen Job. Die Deutsche sind wie selbst Polizist. Genau, Deutsche erziehen andere Deutsche und Touristen über die Ampel. Und wie viel Geld, Strafe, wenn du überquerst bei Rot? Jetzt, das ist kompliziert. Aber nicht nur Geld ist Schande. Die Schande, das ist teurer. Die Schande ist teurer als Geld? Ja, weil Deutsche denken, du bist Anarchist, du respektierst keine Regeln. Nur weil ich überquere bei Rot? Genau, also Regel Nummer 2, warte auf Grün. Immer, auch wenn keine Autos, auch wenn Straße ist empty, warte auf Grün. Und wenn ich sehr spät bin? Egal, die Ampel ist wichtiger als deine Termine. Wow, also in Deutschland, die Ampel ist König. Und Zug ist wie Kirche. Und jetzt, was kommt next? Noch schlimmer. Kommt zu Section 3. Hallo Anna, du bist aus Hamburg und du machst Frühstück mit Touristen. Ja, und das ist eine Desaster. Immer. Desaster? Warum? Weil deutsche Frühstück ist um 8 Uhr. 8 Uhr. Nicht 8:15, nicht 8:30, 8 Uhr. Das ist sehr genau. Genau, das ist das Wort. Genau. Alles in Deutschland ist genau. Und wenn du kommst um 8:15 Uhr? Das ist sehr bad. Das ist wie eine Beleidigung. Eine Beleidigung, nur weil du 15 Minuten spät bist? Ja, weil ich habe Essen gemacht. Das Brötchen ist noch warm. Das Kaffee ist noch heiß. Und du kommst 15 Minuten später. Und dann, was passiert? Deutsche Gastgeber, er sagt nichts. Aber sein Gesicht, oh mein Gott, sein Gesicht. Was für Gesicht? Ein Gesicht wie, warum kommst du nicht pünktlich? Ein Gesicht wie Eis. Und das ist Grund für Schande? Genau, weil in Deutschland Pünktlichkeit ist wie eine Liebe. Wenn du liebst, du kommst pünktlich. Also, wenn du kommst spät, du liebst nicht? Genau, das ist die deutsche Logik. Und was, wenn du hast einen guten Grund? Traffic? Traffic ist nie ein guten Grund. Die Deutsche sagen, du solltest früher fahren. Sie haben Antwort für alles. Ja, und wenn du kommst 1 Minute vor, das ist auch nicht okay. Auch nicht okay? Nein, weil ich habe noch nicht fertig. Das ist auch schlecht. Also die Perfektzeit ist exakt 0 Sekunden vor? Genau, du musst vorhersehen, genau wann alles fertig wird und du kommst genau dann. Das ist unmöglich. Ja, das ist deutsche Realität. Pünktlich ist nicht früh oder spät. Pünktlich ist exakt time. Hallo Klaus, du lebst in München und du bist Umweltaktivist. Ja, und das ist sehr wichtig in Deutschland. Wichtig wie? Vanessa, in Deutschland die Mülltrennung, das ist wie Religion. Religion? Mülltrennung? Ja, du musst Müll in 4 Behälter: Plastik, Papier, Glas, Biomüll. 4 verschiedene Behälter? Genau. Und wenn du falsch trennst, die Nachbarn, sie sind sehr wütend. Die Nachbarn? Warum? Weil, wenn du falsch trennst, die Recycelfabrik, sie müssen alles von Hand sortieren. Und das ist bad? Nicht nur bad, das ist eine Beleidigung gegen die Umwelt. Also falsche Mülltrennung, das ist wie Umweltverbrechen? Genau. Und letzte Woche, ich sah ein Tourist, er wirft eine Plastikflasche in Papierbehälter. Und du? Ich raus die Flasche und ich sag, das ist falsch, sehr laut. Sehr laut? Ja, und andere Deutsche, sie sagen, danke Klaus, wie, ich bin Müllheld. Müllheld? Das ist lustig. Nein, das ist serious, weil Umwelt ist important. Und wie viel Deutsche, sie erledigen das so? Alle.
Alle, auch kleine Kinder. Kleine Kinder, sie wissen Mülltrennung. Kleine Kinder? Ja, sie lernen in Kindergarten, in Schule, überall. Also Regel Nummer 4, trenne deinen Müll oder du bist Umweltterrorist. Genau. Und pass auf, Glas, das ist speziell. Speziell wie? Du musst grünes Glas in grüner Behälter, braunes Glas in brauner Behälter, weißes Glas in weißer Behälter. 3 verschiedene Farbe? Ja, und wenn du wirfst falsch, andere Deutsche, sie mögen nicht mit dir. Nicht mit mir? Nein, sie denken, du bist nicht intelligent, nicht educated, nicht environmental conscious. Hallo Petra, du lebst in Düsseldorf und du machst Partys. Ja, und das ist ein big Problem mit vielen Touristen. Was für Problem? Sie sagen, ja, ich komme, und dann, sie kommen nicht. Sie vergessen? Es ist nicht vergessen, es ist wie eine Lüge, eine freche Lüge. Eine Lüge, nur weil sie kommen nicht? Ja, in Deutschland, wenn du sagst, ich komme, du musst kommen. Muss? Genau, es ist nicht optional, es ist ein Promise, ein Sacred Promise. Sacred, das ist starkes Wort. Brad, letzte Woche, ich mache Party für 15 Personen. Und? Ich mache Essen für 15 Personen, sehr viel Essen. Und dann nur 7 Menschen kommen. Nur 7? Ja, nur 7. Und ich habe noch 8 Portionen Essen. Das ist viel Essen. Und die 8 Menschen, die nicht kommen, sie sagen, oh, Petra, Entschuldigung, wir vergessen. Entschuldigung? Entschuldigung ist nichts. In Deutschland, Entschuldigung ist billiger als Wasser. Billiger als Wasser? Ja, Deutsche, wir denken, wenn du sagst Entschuldigung, aber du machen Fehler wieder, das ist nicht okay. Und was Deutsche machen, wenn Touristen nicht kommen? Sie sagen nichts, aber nächster Zeit Touristen sagen, Petra, kannst du einladen? Deutsche sagen nein. Nein? Einfach nein? Genau, weil Deutsche denken, du bist nicht vertrauenswürdig. Nicht vertrauenswürdig, weil eine Party? Ja, weil in Deutschland, wenn du sagst etwas, du machen das. Punkt. Punkt? Ja, Ende, vorbei, keine Diskussion. Du sagst, du kommst, du kommst. Und wenn du wirklich kannst nicht, weil Krankheit? Dann, du sag früh. Du sag, Petra, ich bin krank, ich kann nicht. Und du sag früh. Früh? Ja, nicht am Tag von Party. Du sag 3 Tage vorher, 2 Tage vorher, nicht 2 Stunden vorher. Und warum das wichtig? Weil, wenn du sagst früh, ich kann Essen weniger machen oder ich einlade andere Personen. Ah, verstanden. Also, Regel Nummer 5, wenn du sagst, ich komme, du kommst oder du sag früh, warum du nicht kommst. Okay, Hörer, wichtige Wörter für dich. Erste Wort: Pünktlichkeit. Pünktlichkeit bedeutet pünktlich sein, genau zeitig. Beispiel: Deutsche lieben Pünktlichkeit, mehr als alles. Zweite Wort: Ampel. Ampel ist die Farblicht, rot, gelb, grün, für Straße. Beispiel: Warte auf die grüne Ampel. Dritte Wort: Mülltrennung. Mülltrennung bedeutet Müll in verschiedene Behälter, nach Typ. Beispiel: Mülltrennung ist sehr wichtig in Deutschland. Vierte Wort: Entrüstet. Entrüstet bedeutet schockiert und wütend, zusammen. Beispiel: Der Deutsche war entrüstet, weil der Tourist bei Rot überquert. Fünfte Wort: Versprechen. Versprechen ist, wenn du sagst, du machst etwas und du musst das machen. Beispiel: Wenn du ein Versprechen machst, du hältst das. Sechste Wort: Etikette. Etikette bedeutet die Regeln, wie man sich benimmt in Gesellschaft. Beispiel: Deutsche Etikette ist sehr streng. Und siebte Wort: Disrespekt. Disrespekt bedeutet keine Respekt gegen Regeln oder Menschen. Beispiel: Laut sprechen im Zug, das ist Disrespekt. Hallo Dieter, du bist HR-Manager in Köln.
Ja, und ich habe viele Touristen, die arbeiten bei meiner Firma. Und was ist Problem? Das Problem ist, sie denken, pünktlich ist sehr früh. Sehr früh? Das ist Problem? Ja, sie kommen 30 Minuten früh oder 45 Minuten früh. Aber das ist gut, ja? Sie sind pünktlich? Nein, das ist noch schlimmer als zu spät. Schlimmer? Warum? Weil, wenn du kommst zu früh, andere Menschen, sie sehen dich sitzen und warten und warten. Und das ist Problem, weil? Weil du machst die anderen Menschen uncomfortable. Sie denken, warum ist dieser Person hier so früh? Hat er andere Arbeit oder er ist desperate? Er ist desperate? Ja, also, wenn du kommst 30 Minuten früh, andere Menschen denken, du bist overeager, desperate. Und wie früh ist okay? Maximum 2-3 Minuten, nicht mehr. 2-3 Minuten? Das ist sehr genau. Genau, das ist the German rule. Pünktlich ist nicht früh und nicht spät. Das ist exakt. Und was du machst, wenn Touristen kommt 30 Minuten früh? Ich sage, du kannst warten draußen. Warten draußen, nicht im Büro? Nein, weil im Büro andere Menschen, sie sehen dich und sie fühlen uncomfortable. Also Deutsche, sie mögen nicht overeager people. Genau, sie mögen normal people, die kommen exakt zeitig. Nicht zu früh, nicht zu spät. Hallo Angela, du bist Psychologin in Berlin. Ja, und das ist sehr interessant, was ich sehe mit Touristen. Was siehst du? Sie fragen, wie geht's? Und dann, sie warten nicht die Antwort. Sie warten nicht, aber warum sie fragen? Das ist eine Höflichkeit in andere Länder, aber in Deutschland, das ist falsch. Falsch? Eine Höflichkeit ist falsch? Ja, wenn du fragst, wie geht's, das ist nicht eine Höflichkeit, das ist eine Frage. Eine echte Frage? Genau, und wenn du fragst, eine echte Frage, du musst wirklich interessiert sein. Und wenn du nicht interessiert bist? Dann, du fragst nicht. Es ist besser, du sagst nicht, wie geht's. Wenn du nicht willst, höre die Antwort. Also, wie geht's ist ein serious Frage? Ja, ein very serious Frage. Und wenn Touristen fragen und dann sie gehen weg, sehr schnell, ohne höre die Antwort, Deutsche, sie sind offended. Offended? Warum? Weil Deutsche denken, du fragst, aber du interessiert nicht, das ist ein Disrespekt. Also, wenn ich frage, wie geht's, ich muss stehen und höre die ganze Antwort? Ja, und nicht nur höre, du musst auch antworte, sehr honestlich. Honestlich? Ja, wenn ich frage, wie geht's, ich warte eine wahre Antwort. Wahre Antwort? Ja, in andere Länder Menschen sagen, mir geht's gut, auch wenn sie sind sehr traurig. Das ist eine Lüge? Genau, aber in Deutschland, das ist nicht okay. Du musst sagen, die Wahrheit. Also, wenn mir geht's nicht gut, ich muss sagen, mir geht's nicht gut? Genau. Und dann, Deutsche, sie fragen, warum? Und du erzählst die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte? Ja, Deutsche, sie wollen die Details, die Wahrheit, nicht die höfliche Lüge. Und wenn ich sage, mir geht's super, wenn ich lüge, was passiert? Deutsche, sie sehen dein Gesicht und sie know, du lügst. Und sie sagen, nein, es ist nicht wahr. Was passiert? Sie glauben nicht die Lüge? Nein, Deutsche, sie sind wie Lügendetektor. Sie können sehen, immer wenn du lügst. Das ist sehr unkomfortabel. Ja, das ist deutsche Realität. Honestlich ist sehr wichtig. Hörer, ich erzähl dir eine lustige Geschichte. Eine Geschichte? Ja, eine sehr lustige Geschichte von einem Touristen. Was passiert? Also, dieser Tourist, er kommt nach Berlin von Amerika.
Und? Und am ersten Tag, er geht zum Weihnachtsmarkt und er spricht sehr laut am Telefon. Am Telefon? Ja, sehr laut. Hi, ja, ich bin in Berlin. Das ist amazing. Oh nein! Und alle Deutsche, sie schauen mit sehr kalte Gesichter. Kalte Gesichter? Ja, und einer German Mann, er geht zum Touristen und er sagt sehr ruhig, bitte, du musst leise sein. Und der Touristen was sagt? Der Touristen, er sagt, aber ich rede zu meinem Freund noch lauter. Noch lauter? Das ist Suicide. Ja, und dann der German Mann, er sagt nichts, aber er schauen. Ein Schau wie, du brauchst eine Lektion über deutsche Kultur. Und dann? Und dann der Touristen, er bekommt's sehr kalt von alle Deutsche, alle Menschen rundum. Sie ignoriere ihn, niemand spreche mit ihm. Alle ignoriere? Ja, das ist deutsche Bestrafung. Nicht schreien, nicht aggressive, nur Ignorance. Das ist sehr psychologisch. Genau. Und der Touristen, er verlässt nach 30 Minuten, weil er kann nicht diese Ignorance länger ertragen. Das ist eine Lektion, eine sehr gute Lektion. Okay, Hörer, Bonusfakten über German niemals regeln. Fakt 1. Wenn du nicht pünktlich bist, 3 Minuten zu spät, manche Deutsche, sie sagen, du bist nicht pünktlich. 3 Minuten? Das ist nicht viel. Nein, aber für Deutsche 3 Minuten ist wie 30 Minuten. Warum? Weil für Deutsche Zeit ist heilig. Jede Sekunde zählt. Fakt 2. Deutsche kaufen Behälter für Mülltrennung. Nicht nur eine, 4 oder 5. 4 oder 5? Ja, und einige haben noch Kompostbehälter und Elektromüllbehälter. Das ist eine Müllfabrik. Fakt 3. Es gibt ein deutsches Wort, Trittbrettfahrer. Das bedeutet Menschen, die nicht zahlen, die Ticket im Zug. Es gibt ein spezielles Wort? Ja, und Deutsche, sie hassen Trittbrettfahrer mehr als sie hassen Mörder. Das ist sehr dramatisch. Fakt 4. Wenn du fragst, wie geht's in Deutschland, Menschen können 30 Minuten reden über ihre Probleme. 30 Minuten? Ja, und du musst hören, alle Details, alle Probleme. Das ist anstrengend. Fakt 5. Deutsche haben ein Wort Überraschung, aber sie mögen nicht Überraschungen. Sie mögen planen. Sie mögen wissen alles vorher. Also Überraschung ist nicht eine gute Idee in Deutschland. Nein, es ist eine bad Idee, weil Deutsche können nicht relax, wenn sie nicht wissen, was kommt. Okay, Hörer, Roleplay. Ihr seid neue Touristen in eine deutsche Firma. Ich bin der Chef. Und ich bin der neue Arbeiter von Australien. Guten Morgen, willkommen in unsere Firma. Hallo, wie geht's? Wie geht's? Das ist eine sehr persönliche Frage. Aber das ist nur Höflichkeit. Nein, in Deutschland, wie geht's, ist eine echte Frage. Also, mir geht es okay, aber ich habe viele Probleme heute. Der Computer ist kaputt, der Kaffee ist nicht gut und der Meeting ist um 9 Uhr. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht alles wissen. Du wolltest nicht, aber du fragtest. Also, ich antworte ehrlich. Okay, verstanden. Und wann ist mein erster Arbeitstag? Das ist heute, um 8 Uhr. Genau 8 Uhr. 8 Uhr? Aber ich bin um 8:05 Uhr hier. 8:05 Uhr? Du bist 5 Minuten zu spät. Aber ich bin fast pünktlich. Nein, fast ist nicht pünktlich. Pünktlich ist exakt. Morgen, du kommst 8 Uhr. Nicht 8:01 Uhr, nicht 8:02 Uhr. 8:00. Okay, und wann ist Mittagspause? Mittagspause ist 12 Uhr bis 13 Uhr. Genau eine Stunde. Und wenn ich brauche noch 10 Minuten? Nein, das ist nicht möglich. Die Mittagspause ist genau eine Stunde, nicht mehr. Und wo ich werfe meinen Kaffeebecher? Kaffeebecher?
Das ist Plastik. Ja? Das ist eine Katastrophe. Plastik geht in Plastikbehälter, nicht in Müllbehälter. Komm mit mir. Ich zeige dir, wo ist die Mülltrennung. Das ist sehr wichtig. Ja, das ist sehr wichtig, weil, wenn du falscher Müll wirfst, ich bin persönlich responsible. Okay, ich lerne. Hallo Julia, du kommst aus Köln und du arbeitest mit internationalen Teams. Ja, und das ist sehr schwierig manchmal. Warum schwierig? Weil Menschen von anderen Ländern, sie sagen ja, aber sie meinen vielleicht. Ja, bedeutet vielleicht? Ja, und das ist ein Problem, weil Deutsche, wir denken, ja ist ja. Ja ist ja? Genau. In Deutschland, wenn du sagst ja, das ist ein Vertrag, ein Agreement, ein Versprechen. Und wenn du meinst vielleicht? Du musst sagen vielleicht oder ich bin nicht sicher oder ich muss nachdenken. Also nicht einfach ja? Nein, weil wenn du sagst ja und dann du kommst nicht oder du machst nicht, Deutsche, sie sind sehr wütend. Sehr wütend? Ja, und sie sagen, du sagtest ja, warum machst du nicht? Und wie kann ich unterscheiden zwischen ja und vielleicht ja? Das ist sehr schwierig, weil Deutsche sagen immer ja sehr klar und direkt. Klar und direkt? Ja, wenn Deutsche sagen ja, das ist kein Zweifel, das ist absolut ja. Und wenn Deutsche meinen vielleicht? Sie sagen, ich denke, das ist möglich oder wir können das versuchen. Also ich muss höre jede Wort sehr careful? Ja, deutsche Sprache ist sehr exakt. Jede Wort hat ein Meaning. Wow, was eine Episode. Wir haben gelernt 7 Dinge, die du niemals machen solltest. In Deutschland. Regel 1. Nicht laut sprechen im Zug. Regel 2. Warte auf grüne Ampel, auch wenn niemand schaut. Regel 3. Komm pünktlich zum Frühstück, exakt pünktlich. Regel 4. Trenne deinen Müll oder du bist Umweltterrorist. Regel 5. Wenn du sagst ja, du musst kommen oder du bist nicht vertrauenswürdig. Regel 6. Komm nicht zu früh zum Büro, weil das ist overeager. Und Regel 7. Wenn du fragst, wie geht's, du musst wirklich interessiert sein. Das ist viel Regeln. Ja, Deutsche haben so viele Regeln. Aber jede Regel hat einen Sinn. Genau, weil Deutschland ist ein Land of Respect, of Responsibility, of Order. Order? Ja, Orden. Alles muss sein, in Ordnung. Alles muss sein, organized. Ich liebe Deutsche. Ja, Deutsche sind lustig, aber auch sehr serious über ihre Regeln. Und jetzt danke an alle Gäste. Sebastian, danke. Michael, danke. Anna, danke. Klaus, danke. Petra, danke. Dieter, danke. Angela, danke. Julia, danke. Danke, dass ihr eure Geschichten geteilt habt. Und jetzt danke an alle Gäste. Daumen hoch. Bitte drücke auf den Daumen hoch. Das ist super wichtig, besonders für diesen Episode. Weil, wenn du diese Regeln verstehst und du Daumen hoch gibst, du hilfst andere Touristen. Und abonniert. Werdet Teil unserer Nicht-Peinlich-Sein-Familie. Genau. Und in den Kommentaren schreib uns. Schreib, welche Regel hat mich am meisten überraschte? Oder ich mache immer noch diese Fehler. Oder deutsche Regeln sind zu streng. Wir lesen alle Kommentare. Und die lustigen Kommentare wir lesen in der nächsten Episode. Du könntest berühmt sein. Und das PDF in der Beschreibung. Download das PDF. Es hat alle Regeln, alle Wörter,
alles. Und teilt diesen Podcast. Mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Mit alle Touristen, die gehen nach Deutschland. Sag, hör diesen Podcast, bevor du nach Deutschland gehst. Ja, das ist super wichtig. Und nächste Episode, was ist das Thema? Nächste Episode ist 10 beste deutsche Erfindungen. Deutsche Erfindungen? Das wird interessant. Ja, Bratwurst, Bier, Autobahn. Wirklich? Bratwurst ist eine Erfindung? Nein, aber andere Sachen ja. Also, bis dann. Wir sehen euch in der nächsten Episode. Alles Gute, viel Spaß beim Deutschlernen. Und versuche nicht diese Fehler in Deutschland. Ja, sei pünktlich, sei leise, trenne deinen Müll. Und sei honestlich, wenn jemand fragt, wie geht's? Das ist das Wichtigste. Tschüss, auf Wiedersehen, bye. Bye. Danke für das Zuschauen. Und viel Spaß in Deutschland. Ohne Peinlichkeit.